Wem die Burmester Soundanlage in seinem Mercedes W205 zu wenig ist, dem haben wir ein super geiles Sound-Upgrade, welches super easy zum Installieren ist. Leasing, rückrüstfähig, alles in diesem Video. Wir haben euch dieses Set für den Mercedes W205 Burmester komplett zusammengestellt, damit ihr bei der Installation alles easy nachmachen könnt, wie wir das jetzt auch in diesem Video noch machen. Kommen wir gleich zum Herzstück. Das ist die Match-Up 10 DSP mit dem eingebauten Mac-Modul. Das braucht euch gar nicht großartig interessieren, was da alles nochmal innen drin ist. Die Endstufe, die hat jetzt 10 Kanäle. Und zwar ein Haufen Eingangskanäle, dass alle Lautsprecherkanäle, die wir im Fahrzeug haben, erstmal hier reinmarschieren. Und hier drin haben wir einen Soundprozessor, der nicht nur mehr Leistung, also der Verstärker nicht nur mehr Leistung macht, sondern der Soundprozessor, mit dem können wir auch jedem einzelnen Lautsprecher sagen, wie du am besten performst. Genau da holen wir über das Chip-Tuning den meisten Sound raus. Und können natürlich über die Leistungskanäle vom Verstärker die 2 bereits integrierten Subwoofer im Fahrzeug mit mehr Leistung anfahren. Und das macht sich natürlich erheblich mehr im Bass bemerkbar und natürlich auch in der ganzen Soundqualität. Die Endstufe ist extrem klein, weil es die neueste Technologie integriert hat. Wir kommen hier mit wenig Strom klar, das heißt, wir brauchen hier keine riesen fetten Kabel legen und die Endstufe ist halt auch sehr klein und findet dann auch schnell seinen Platz, versteckt hinter der Verkleidung und ja, so viel mal zu Up 10 DSP, die ich für euch, für dieses Fahrzeug fix und fertig programmiert habe. Und jetzt kommt natürlich der Clou, es gibt einen kompletten Plug-and-Play-Kabelkit. Die Endstufe, die Burmester Endstufe, bleibt ja im Fahrzeug bereits integriert. Wir nehmen nur die ganzen Ausgangskanäle und fahren einmal in die Endstufe rein und wieder über die Kabel genauso zurück zu den Lautsprechern. Und das machen wir alles mit dem Plug-and-Play-Kabelkit. Der ist relativ aufwendig, weil es halt viele Kanäle sind. Aber alles ist hier mit Steckern so vorbereitet, dass ihr das an der Endstufe nur anstecken braucht. Und natürlich auch nur im Fahrzeug an der Burmester Endstufe einmal den Originalstecker wegnehmt, den dort einsteckt und den großen Stecker wieder an der Burmester Endstufe ansteckt. Damit ist die ganze Installation rein elektrisch schon mal komplett erledigt. Im Lieferumfang von unserer Up 10 DSP ist natürlich auch so ein Stromanschlussterminal mit dabei. Und es liegen nochmal Kabel mit dabei, die ihr aber alle gar nicht benötigt. Also keine Angst, das schaut recht wild aus. Die können wir gleich auf die Seite tun. Die beiliegenden Schrauben brauchen wir jetzt auch nicht, weil wir haben euch ein entsprechendes Montagebrett vorbereitet. Bei unserem Montagebrett liegen bereits 4 Schrauben mit dabei, damit ihr die Endstufe jetzt schön auf diesem Montagebrett festschrauben könnt und natürlich auch mit einer Mutter und mit einer Beilagscheibe dann auf die entsprechende Position bringen könnt, dass die Endstufe wirklich ordentlich festgemacht ist und nirgendwo in der Gegend rumwackeln kann. Im Lieferumfang von unserer Up 10 DSP ist auch ein Programmierkabel mit dabei, das ihr getrost nicht benötigt. Außer ihr wollt selber auf die Software mit drauf und euch das Programm von Audio-Tech Fischer runterladen und da drauf gehen. Aber, kleiner Hinweis, tut vorher bitte eure Software, die hier drauf ist, auch speichern. Alle anderen, die sagen, um Gottes Willen, ich will da gar nichts machen, die brauchen auch überhaupt gar nichts machen, weil das Soundfile bereits bei Auslieferung fix und fertig hier drauf installiert ist. Dadurch, dass unsere Endstufe auch Strom braucht, legen wir euch natürlich einen V6 Kabelkit mit dazu, damit ihr die Stromversorgung so wegnehmen könnt, dass ihr relativ easy die Kabelführung machen könnt. Und wie das alles zusammengebaut wird im Detail, das zeige ich euch jetzt. Wir versuchen ja immer das Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Sound-Upgrades sehr lukrativ zu halten. Und wir haben uns die Anlage genau angeschaut von Burmester. Das sind die Lautsprecher schon auf einem ordentlichen Niveau, quasi auf so einem Niveau, wie wir auch normalerweise Nachrüstlautsprecher reinmachen. Die Burmester sind auf diesem Level. Und wir haben jetzt hier uns auch gedacht, warum soll man dann die Lautsprecher tauschen? Wir nehmen nur die Endstufe
und bringen erstmal die Lautsprecher im Fahrzeug auf ein höheres Niveau, bringen mehr Leistung rein, die sie auch vertragen und können natürlich auch über die Endstufe, über die Soundeinstellungen viel besser machen. Die Subwoofer unten im Fahrzeug, im Motorraum, also am Motorraum dran, sind rechts und links. Die könnte man, wenn man das wollen würde, gegen die Audiotech Fischer Match Subwoofer austauschen. Aber die bringen so wenig Mehrwert, dass wir wieder auch rum sagen, lasst es doch. Also wenn die kaputt sein sollten oder ihr wollt das letzte Fünkchen noch rausholen, dann könnt ihr das gern machen, aber das ist erstens mal viel Aufwand, die Subwoofer unten drin zu tauschen. Wir haben da bereits ein Video drüber gemacht für den W205. Da haben wir zwar eine andere Anlage installiert, aber der Aufwand für die Installation der Subwoofer ist exakt die gleiche. Das könnt ihr euch anschauen. Mache ich euch auch einen Link unten im Videobeschreibungstext rein. Und unsere Burmester Soundanlage, die hat jetzt hier einen Hochtöner, die hat einen Mitteltöner vorne drin. Das ist praktisch unser Front-Mittel-Hochtonsystem. Das haben wir natürlich rechts und links. Wir haben einen Center Speaker direkt mitten auf dem Armaturenbrett und die 2 Subwoofer unten im Fußraum drin. Das ist also quasi unser Frontsystem. Und wir haben 2 Kanäle hinten rechts und hinten links, also umgekehrt. Und wir haben nochmal 2 Rear-Fill-Lautsprecher im Heckbereich. Unsere Endstufe macht all diese 9 Kanäle, die wir hier zur Verfügung haben im Auto, mit mehr Leistung. Und wir bringen dieses Chip-Tuning jetzt auf alle Lautsprecher hier rein. Und das Ergebnis ist wirklich ein ganzes fettes Stück mehr, als die originale Burmester-Anlage so mal hergibt. Wie bei den meisten werksmäßigen Premium-Sound-Systemen ist auch die Burmester nach oben raus jetzt nicht so arg kräftig. Also es fehlt ein bisschen im Bass, es fehlt an Lautstärke und an einer Harmonie im Soundgeschehen. Und das machen wir natürlich jetzt rein und danach im Soundcheck hört ihr, wie die Anlage wirklich klingt. Bevor wir mit der Installation beginnen, empfiehlt es sich natürlich, das Fahrzeug erstmal stromlos zu machen. Und das könnt ihr da hinten unter der Batterie, also an der Batterie, den Minuspol von der Batterie einfach abschrauben. Da unser Sound-Upgrade ausschließlich das Upgrade durch die Endstufe fabriziert, gehen wir da hinten dran an die Burmester Endstufe, die verbirgt sich hinter dieser Verkleidung. Dazu können wir hier mal die kleine Wange wegnehmen und sehen den auch schon. Das ist der Burmester Verstärker und da müssen wir jetzt ran. Deswegen machen wir jetzt dieses Verkleidungsteil, liften wir quasi und dann kommen wir auch schon recht zackig an die Endstufe dran. Lasst uns gleich zu Beginn die Verkleidung unter dem Kofferraumdeckel komplett rausnehmen. Dazu kann man auch diese Wanne wegklippen. Es sind nur 2 Clips hier an der Seite. Und diese Verkleidung kann man jetzt ringsrum unten rausnehmen und nach oben rausheben. So. Darunter verbirgt sich nämlich auch ein Sicherungskasten und können mit einem 30er Torx hier diesen Ring wegschrauben und können dann auch den Dichtungsgummi vom Kofferraum hier an der Seite ein bisschen lösen und können jetzt an der Seite mit dem Remover-Tool reinfahren und die Clips hier hinten drin lösen, beziehungsweise die ganze Verkleidung ein bisschen ruckelartig nach vorne rausnehmen. Die weggeklippte Seitenverkleidung könnt ihr jetzt so ein bisschen anheben, dass ihr das unten an der Schwellerverkleidung rausziehen könnt. Und jetzt könnt ihr die ganze Verkleidung ein bisschen zu euch herziehen. Hier hinten kommen wir jetzt super an diesen Stecker dran von unserer Endstufe. Der lässt sich ganz leicht hier entriegeln und dann kann man diesen violettfarbenen Hebel nach vorne schieben und dann kommt der ganze Stecker, löst sich von der Endstufe und können wir hier durch dieses Loch ein bisschen nach außen ziehen und unseren neuen Kabelkit jetzt direkt mit dem Stecker verbinden und den Hebel wieder rumziehen. Die beiden großen Stecker, die können wir jetzt wieder hinter der Endstufe unterbringen und bringen auch den neuen Stecker jetzt wieder an der Endstufe an und können das restliche Kabel alles in den Hohlraum da hinten verstauen. Alle Stromsignale von unserer Burmester Endstufe haben wir jetzt hier an unseren Anschlusssteckern bereits vorhanden und auch die Rückführung zu den Lautsprechern von unserer Endstufe. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich die Stromzufuhr für unsere Endstufe.
und das machen wir jetzt auch gemeinsam. Die meisten Fahrzeuge haben hier hinten ihren Sicherungsblock mit drin, mit der Stromzufuhr, auf die wir hier drauf gehen können. Dazu kann diese Einheit hier unten mit dem Finger entklippt werden und wir können das jetzt nach hier in die Richtung schieben und aus der Ankerung rausnehmen und einmal umdrehen. Und dann sehen wir da hinten diesen Hauptanschluss von dem Stromkabel, auf das wir unsere Ringöse jetzt dann gleich draufschrauben können. Das ist eine 10er Nuss. Entsprechend können wir jetzt unser Stromkabel ablängen auf die passende Länge, wie wir es brauchen. Lassen wir ruhig ein bisschen Luft fürs Kabel, damit es auf jeden Fall immer reicht. Hauptsache, das Kabel reicht bis hier rein und da lassen wir jetzt einfach mal so ein Stück übrig. Dann sind wir hier unten mit dem Anschlusskabel auch noch flexibel und das können wir jetzt mal hier abschneiden. Das gleiche können wir mit unserem Massekabel machen. Der Massepunkt ist direkt hier, können wir uns direkt mit draufschrauben, machen wir einfach auch so ein Stück über und lassen das so auf dieser Länge. Wenn wir an unseren großen Anschluss jetzt das dünnere 6 Quadrat Kabel anschließen, gehört natürlich auch eine Sicherung zwischen rein, die hier mit installiert wird. Und wir können jetzt unseren Kabelbaum auch insgesamt etwas schöner gestalten. Die Stromkabel können wir ganz gemütlich mit unserem V6 Kupfer-Kabelkit, den wir euch in das Set mit reinlegen, konfektionieren. Die Länge haben wir ja jetzt bereits schon abgeschnitten von Plus und Minus. Und wir können jetzt den Sicherungshalter installieren. Das ist der hier, den wir so circa 20 bis 30 Zentimeter nach dem Abgriff von unserem Plus-Anschluss setzen müssen, bitte. Das ist keine Wahl, sondern ihr tut das Kabel bitte absichern. Und dafür legen wir ja alles mit rein. Und dazu können wir jetzt mal die 2 Enden dann entsprechend abisolieren. Und hier liegen auch Ader-Endhülsen mit dabei, die wir über das Geflecht anbringen können. Und entweder mit einer Quetschzange gleich so zusammenquetschen oder ihr macht es, wenn ihr so eine Zange nicht habt, hier in diesem Terminal drin. Der Sicherungshalter lässt sich so weit auseinanderbauen und ihr könnt nachher auch das Kabel, die Ringöse hier drinnen mit der Schraube zusammendrehen. Wir haben das jetzt bereits drauf und mit den beiliegenden Imbusdrehern können wir mal die Schrauben aufdrehen und wählen hier den passenden Querschnitt. Es liegen 2 solche Teile dabei, eins mit dünnerem, eins mit größerem Querschnitt. Wir nehmen das mit dem kleineren Querschnitt. Das können wir hier über das Kabel drüber ziehen und entsprechend jetzt in den Sicherungshalter reinschrauben. So. Beide einfach festschrauben. Die Dichtungsmuffe können wir jetzt hier direkt in die Öffnung reindrücken und dann ist das schon mal erledigt. Und als Sicherung nehmen wir die grüne 30 Ampere Sicherung und machen davon eine hier in die entsprechende Vorrichtung mit rein. Und die Enden können wir jetzt in den Anschlussterminal unsere Endstufe bereits reinmachen. Auf Ground das schwarze Kabel, auf Plus 12 das rote Kabel, ebenfalls mit den Ösen und schön festschrauben. Und für das Verschönern und Veredeln eines Kabelkits haben wir euch extra dieses schmale Textilisolierband mit reingelegt in das Set, damit ihr das jetzt schön einwickeln könnt, damit es richtig gut ausschaut. Das heißt, den ersten Teil, den tun wir gemeinsam einwickeln und dann trennen sich ja die Wege einmal zu dem Massepunkt und einmal bis zum Batteriepol. So sieht der Kabelbaum aus, wenn man den mit Textilisolierband umwickelt und den können wir jetzt hier integrieren. Dazu machen wir jetzt noch die 2 Schrauben hier auf, dann können wir das Kunststoffteil ein bisschen auf die Seite rutschen, um das Kabel ordentlich zu verlegen und hier hinten durchzulegen. Und dann machen wir das auch gleich direkt hier fest an diesem Pluspol und sind mit Plus schon fertig.
Masse-Ringöse wird jetzt einfach auf diesen Massepol ebenfalls mit aufgeschraubt. Da ich mir nicht sicher bin, ob jeder W205 im Kofferraum in der Reserveradmulde diese Anschlusseinheit hier hinten drin hat, wo wir jetzt unser Pluskabel aufgedockt haben, gibt es alternativ dazu einen Anschlussblock im Fußraum vorne rechts, da wo auch der Subwoofer ursprünglich oder da wo der Original-Subwoofer auch ist, da ist ein Sicherungskasten. Wie wir das Kabel dahin legen, zeige ich euch jetzt und wir legen deswegen auch überall in jedes Paket dieses gelbe Durchzugsband mit dazu und auch dieses Isolierband, weil mit dem können wir jetzt das Kabel, sollten wir es nicht hier vorlegen, einmal nach vorne, also nach hier unten legen und dann lieber nach vorne legen. Und wie wir da nach vorne kommen, zeige ich euch mit ein paar Handgriffen. Die Seitenschwellerverkleidung muss jetzt erstmal geöffnet werden. Das heißt, dieses Stück Kunststoff hebeln wir raus, aber zuvor müssen wir den Sitz hier nach oben rausklippen. Und jetzt fangen wir mal an. Die Sitzbank lässt sich ganz leicht entriegeln nach oben und dann können wir hier uns erstmal Platz schaffen hier drunter. Mit dem beiliegenden Remover-Tool können wir jetzt hier langsam aber sicher die Seitenschwellerverkleidung nach oben raushebeln. Den Türgummi nehmen wir jetzt hier aus der Verankerung raus, das geht ganz leicht und können jetzt hier durch diesen Spalt mit unserem Durchzugsband nach hinten gehen. Das können wir hier nur ansetzen und schieben das nach hinten und sind bereits jetzt im Kofferraum. Das gelbe Durchzugsband kommt oberhalb unserer Endstufe hier raus und da können wir jetzt unser Powerkabel anhängen. Symbolisch mache ich das jetzt mit unserem abgeschnittenen übrigen Kabel. Bei euch ist es dann wahrscheinlich nicht übrig, wenn ihr das Kabel nach vorne legen müsst. Aber das machen wir jetzt mit dem Isolierband richtig ordentlich hier drauf fest, damit wir es dann durchziehen können. Das Kabel können wir jetzt einmal bis nach hier vorne durchziehen und natürlich gleich die entsprechende Länge nachziehen, um es genau in diesem Spalt nach unten drunter zu verlegen und dann kommen wir genau da unten an der Seite wieder raus. Der Türgummi von der B-Säule kann jetzt ebenfalls ein bisschen auf die Seite genommen werden und jetzt können wir die B-Säulenverkleidung hier nach außen klippen und können den Sitz auch nach vorne fahren, um das gleiche auch hinten zu machen. Wenn ihr also mit dem Powerkabel jetzt hier vorne seid, legt ihr das bitte hier rüber und das ist unser alternativer Sicherungsabgriffkasten, wo wir unsere Ringöse dann auf die entsprechende Position klemmen können. Diese Abdeckung lässt sich entriegeln. Mit der Hand, so, kann man aufklappen. Und hier unten drin haben wir genau die gleichen Anschlüsse. Ihr nehmt zum Beispiel hier diesen Anschluss hier, das ist eine Schraube, die macht ihr auf. Könnt die ganze Einheit rausnehmen, macht die Ringöse drunter, schraubt alles wieder zusammen und der Sicherungshalter, den ihr ins Kabel reinschraubt, den müssen wir jetzt hier vorne installieren, also mit einem kurzen Abstand zu dem hier, damit das alles hier dann beieinander ist. An unserer Match-Endstufe haben wir die Halterungen für die Befestigung bereits angeschraubt. Das sind 4 Schrauben und 2 Metallplatten, die sind bereits dran. Jetzt können wir die Endstufe auf unsere Montage-Halteplatte mit festschrauben. Und zwar rechtsbündig von diesem Loch, weil das Loch, damit befestigen wir gleich alles, können wir das jetzt mit den beiliegenden Schrauben festschrauben. Alle Stecker können jetzt hier auf diesem Steckterminal eingesteckt werden. Die kann man auch gar nicht falsch einstecken, weil die sind alle kodiert und unterschiedlich lang. Insofern passt es alles nur so zusammen, wie es zusammengehört. Und dann können wir auch noch den Stromanschlussstecker mit anbringen. Der ist ebenfalls hier unten. Den haben wir ja jetzt hier vorbereitet. Auf der Seite wird nur noch dieses eine 4-polige Molex-Kabel angesteckt. Und jetzt können wir das Kabel nochmal ganz nach hinten reinmachen. Und wir können jetzt an dieser Schraube, an diesem Schraubenfortsatz unsere Verbindung hier machen und das Ganze hier festschrauben. Das Montagebrett steht hier unten auf den 2 Schrauben einfach nur auf und jetzt machen wir es fest. Die Endstufe ist soweit jetzt installiert. Ihr braucht sonst an der Endstufe nichts weiter machen. Es gibt auch sonst nichts zum Einstellen. Alles andere ist in der Software bereits erledigt. Und wir können jetzt das
Seitenteil wieder entsprechend auf Position bringen. Hier unten schön einhaken. Achtet bitte drauf, dass der Clip hier unten schön in dem Loch drin ist, sonst bricht der ab, wenn ihr das einfach so reindrückt. Ansonsten sind wir eigentlich fertig mit der Installation. Mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt mal anfangen aufzudrehen. So, machen wir mal ein schönes Liedchen rein hier. Und ihr merkt sofort, da ist ein ganz anderes Bassfundament da. Und lauter. Wir können noch lauter machen. Das ist jetzt wirklich schon verdammt laut. Und es ist glasklar, die Bässe ziehen durch, da wabbert nichts. Das ist alles pulsartig mäßig läuft es hier jetzt. Und ihr habt echt ein tolles Raumgeschehen. Also es passt auch mit den hinteren Lautsprechern super zusammen. Und alle Funktionen, müssen wir gleich vorwegnehmen, alle Funktionen, die ihr bisher am Radio hattet über Burmester, diese Raumklangeinstellung, es funktioniert natürlich alles genauso wie vorher. Ihr könnt das alles mal für euch ausprobieren. Ihr könnt natürlich auch, wenn euch das zu viel Bass sein sollte, auch in den Bassregler reingehen und den Bass ein bisschen rausdrehen. It's up to you, aber ich finde das hier schon mal ziemlich beeindruckend. Man merkt es richtig in die Magengrube. Der Bass, der haut halt schon echt richtig rein. Der ist impulsiv jetzt da. Das ist ein ganz anderer Eindruck wie vorher. Und ja, auch die Grundlautstärke haben wir jetzt im Allgemeinen ein ganzes Stück höher. Und auch die, machen wir mal einen anderen Sound rein. Was haben wir hier noch? So, mal was fürs Gemüt. Und das sind die Stimmen auch schön. Das verteilt sich schön, die ganze Bühne ist schön da. Die Höhen sind überhaupt nicht mehr aggressiv. Vorher war es fast so, wenn man sehr laut Musik gehört hat, dass eigentlich waren es nicht die Höhen, es waren die Mitten, die sehr stark geschrien haben. Und ich kann euch auch sagen, warum. Weil der Center Speaker hier sehr dominant eingestellt ist von Werk ab. Und den habe ich auch tatsächlich ein bisschen rausgenommen und über die Laufzeitkorrektur diesen Center Speaker wieder etwas kompensiert. Also ihr habt trotzdem eine mega geile Bühne, eure Stimmen schön in der Mitte auf dem Armaturenbrett. Aber es schreit hier gar nichts mehr. Es ist jetzt einfach nur ein schön harmonisches Klangbild. Und genau das soll es eigentlich jetzt auch sein für dieses Sound-Upgrade. Ein bisschen mehr Lautstärke, ein ganzes Stück mehr Bass und ein schönes harmonisches Klangbild. Und das rundet das komplette System ab. Und das Ganze per Plug-and-Play in wirklich wenig Zeit eingerüstet. Und natürlich als Leasing rückrüstfähig. Hier ist überhaupt nichts verändert worden. Ihr steckt das Ganze wieder zurück ab, nehmt alles wieder raus. Alles ist wie vorher. Dadurch, dass wir euch dieses Sound-Upgrade so vorbereitet haben mit der Montageplatte, der Kabelbaum, alles nur zum Stecken ist. Das Einzige, was ihr machen müsst, die Stromkabel quasi euch schön machen. Würde ich sagen, Einbauzeit für versierte Leute, die schon sowas mal gemacht haben, 1 Stunde, und jemand, der sich Zeit lässt, vielleicht 2 Stunden. Dann ist aber alles Pico-Taco wieder so drin, wie es vorher war. Und damit haben wir jetzt auch für den W205 alle Soundsysteme im Kasten. Wir haben ja das Video auch über das Standard-Soundanlage gemacht, über das Advanced Sound Upgrade, was es von Mercedes gibt. Und jetzt war nur noch das Burmester übrig. Und ich hoffe, euch gefallen diese Videos, und dann könnt ihr auch gerne mal einen Daumen hoch da lassen oder ein Abo machen, mit der Glocke klicken, damit ihr auch kein Video wieder verpasst, wenn ihr zum Beispiel ein anderes Fahrzeug fahrt, worüber wir dann ein Video machen werden. Also, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Olli.